die Côte d'Azur, Frankreich, Urlaub, Strand, Meer, ja, ein weiterer Tag bei den Filmfestspielen in Cannes. Die Tage haben immer den gleichen Rhythmus. Schlafen und gegen 8 Uhr aufstehen. Alle Mann aufstehen und sich gleich kostümieren. Keine Zeit für diese komische Körperhygiene, brauchen bloß Frauen. Also das heißt im Klartext erstmal schauen, was liegt denn hier in der Bude rum? Was ist Müll oder was kann ich anziehen? Es gab kein Konzept. Die Kostüme wurden quasi immer wieder aufs Neue improvisiert. Da gab es die komischsten Sachen, vernünftige Kostüme, die irgendwie nach Roma erinnern oder einfach nur sowas. Das ist quasi Frischhaltefolie. Der ganze Körper einfach in Frischhaltefolie eingedeckt. Das ist Kostüm genug, das sieht gut aus. Naja, und ich habe mich heute für meine Monstermaske entschieden und halt ein Laborkittel. Ja, die kam ja auch schon während der Romanale auf der Berlinale zum Einsatz. Und jetzt ist es halt hier in Cannes. Ein richtiges Filmfestival. Ding muss man immer dabei haben. Und gegen 9 Uhr hieß es alle raus aus der Troma-Bude. Seid ihr fertig? Jetzt müsst ihr los, denn es ist noch ein kleiner Fußmarsch bis zu den Eingang der Filmfestspiele in Cannes. Also ab durch die Stadt, also wirklich durchs Real Life. Hier kollidieren die High Society Party People und die Alltagsarmut der normalen Menschen, die hier leben, kollidiert aufeinander. Das ist das, was man sonst nicht zu sehen bekommt. Es gibt hier normale Menschen abseits der Filmfestspiele. Und um 10 Uhr sollte man auch da sein vor dem Filmfestspielen und dann ging auch die Parade los. Schaut euch das an. Ah, herrlich. Heute früh auch irgendwie so eine geile Idee. Ich habe einfach eine Tüte um meinen Bauch geschnallt und da war Kunstblut und Gedärme. Kunstgedärme waren halt da drin und der Simon, so hieß der Typ da, der sollte mir das quasi so rausreißen und dann kommen Gedärme aus meinem Bauch raus und alles voller Blut und Splatter und yeah, Roma-like. Boah, in meinem Kopf war die Idee richtig gut, also ja, geile Bilder gehabt. Aber wenn ich mir jetzt so die Umsetzung im Nachhinein anschaue, naja, also ich würde mal sagen, da ist noch Luft nach oben. Ich weiß auch echt nicht, warum dann eine Gorilla-Hand irgendwie aus meinem Bauch guckt. Keine Ahnung, was mein Konzept damals für eine Idee hatte. Und nach dieser ersten Parade geht's gleich wieder zurück zum Apartment. Hier kann man sich wieder mal frisch machen. Hier kann man auf Toilette gehen. Hier soll man sich wieder kostümieren, denn es geht gleich weiter zur zweiten Parade. Denn um 14 Uhr soll immer die zweite Parade stattfinden. 2 Paraden am Tag. Ist halt so. Und für diese zweite Parade haben wir uns die Strandpromenade ausgesucht. Die ist nicht schlecht, da sind viele Reporter da. Ich sehe gerade, Carlos hat gerade eine No-Pants-Hour ausgerufen. Ja, das ist praktisch, aber für mich gerade nicht so toll, weil ich habe da irgendwie mit dem Schottenrock musste ich ein bisschen improvisieren, damit ich da mitmachen kann bei den No-Pants-Hour. Und hier auf der Strandpromenade sind viele Reporter. Von unterschiedlichen internationalen Sendern. Keine Ahnung, was die da berichten, aber die sind halt da. Das trifft sich immer ganz gut. Da kann man die mal kurz spontan besuchen und überraschen. So Fotobomben halt. Einfach mal ein bisschen reinschauen. Das gefällt dem bestimmt. Hello. What's going on? We're representing Troma. Troma? If it's independent film, why do you show your ass? No, your ass. Don't you? Wie ich sehe, versucht Carlos diesen Reporter über die Regeln der No-Pants-Hour aufzuklären. Das ist sehr vernünftig. In der Tat kennen nicht sehr viele Leute die Regeln der No-Pants-Hour, aber die ist schon wichtig, die sollte man befolgen. So not cool, I'm so sorry, I can't work with those unprofessional people. They're so unprofessional. Show us that you don't have any pants on! Now, you have to really show your ass. We must. Was hat der Typ für eine Sendung? Was ist das? Arsch-TV? Was ist denn der so fixiert auf Ärsche? Also, komm, lass mal weitergehen. Das nächste Opfer. Da schleichen wir uns diesmal ran, um sie zu überraschen. Ja, wer hätte das gedacht? Wir schreien alle Troma. Überraschend. Ja, damit hat sie jetzt nicht gerechnet.
¿De qué cementerio has salido? Oh, da gibt's wohl eine kleine Sprachbarriere. Geschafft, auch die zweite Parade ist endlich vorbei. Nun gibt's ein kleines Powernap im Apartment. Und anschließend wieder, richtig, kostümieren, denn diesmal geht's zu einer Party. Und ich durfte Toxi sein, weil ich irgendwie auch die gleichen Augenfarbe hatte wie die Toxi-Maske. Hui, ein hübscher Party-Toxi. Ab durch die wilde Partynacht in Cannes. Wuhu. Yeah, geil. Oh Mann. Ja, da sitzen wir nun am Straßenrand und warten. Geil, Party. Ja, auch beim Warten gibt's Party, macht Spaß. Und irgendwann wurden wir abgeholt. Ich glaube von Taxis oder so. Und dann waren wir da. So ein richtiges Upper-Close-Ding. Geil, mit einem roten Teppich. Wir sind wirklich über einen roten Teppich gelaufen und wurden da fotografiert, als wenn wir voll die Promis wären. Geile Scheiße. Und ich muss sagen, es gibt auch wirklich kein Videomaterial davon. Von der Party gibt es kein Videomaterial. Tut mir leid, das war eine andere Zeit, da gab es halt noch keine Smartphones. Tut mir halt leid, aber mal schauen, was ich noch in meinem Kopf habe. Ich versuche das mal bildlich wiederzugeben, was ich da so erlebt habe. Ah ja, ich kann mich noch dunkel dran erinnern, aber da waren sehr viele Kameras. So ein richtiger Kamerakran war da auch. Da musste man aufpassen, dass man nicht gegenläuft. Und dauernd Reporter und Gequatsche hier, Gequatsche da. Englisch, Französisch. Ich habe weder das eine noch das andere verstanden. Und ich weiß noch, dass so vor Kameras wurde halt irgend so eine Person auf einer Couch interviewt. Da habe ich mir gedacht, Mensch, es ist doch viel lustiger, wenn so ein kleiner Toxi im Hintergrund rumsteht. Ist doch nett, ne? Und in der Tat, ich stand da auch eine Weile. Doch dann kam so ein Security-Mensch und hat mich da irgendwie vom Bild geschubst und voll brutal. Und hier patsch, katsch, shang, chu, bing, paff, puff, aua. Voll der Arsch. Und dann hat er mich auf Französisch zugetextet. War bestimmt irgend so ein fetter, krasser Troma-Fan. So ein Troma-Ultra oder so. Gerade als so Toxi verkleidet, da haben die Securities mich irgendwie ständig beobachtet. Die haben mich für einen Terroristen gehalten oder so. Die waren kurz davor, die ganzen Drogenspinner rauszuschmeißen. Das hat man denen angesehen. Und irgendwann, das weiß ich noch, da hat irgendeine andere Person Gitarre gespielt und so ein hässliches Lied gesungen. Keine Ahnung, was er die gesungen hat. Und das wurde natürlich auch gefilmt und Leute haben das beobachtet. Und diese Gelegenheit habe ich natürlich auch ausgenutzt. Und mich dahinter mit einer Luftgitarre, also der Wischmob war meine Luftgitarre, da habe ich einfach mit abgerockt. Yeah! Und das Geile war, die Leute fanden das lustig, die haben gelacht, die haben geschmunzelt. Und das noch viel Bessere war, diese komische singende Person hat das gar nicht gescheckt. Die hat von nichts gemerkt, die hat einfach weitergemacht und dachte, die Leute finden das lustig, weil sie so cool singt, aber dabei fanden die bloß mich lustig und die hat es nicht gescheckt. Ja, und dann kam natürlich wieder die Security, ne? Haben schon ihre Arme hochgekrempelt, ihre Fäuste geballt, aber sie sind dann gestoppt, weil sie sich wohl gedacht haben, Mensch, das ist doch lustig, das finden die Leute lustig, irgendwie finde ich das auch lustig, gerade weil die Person das gar nicht checkt, dass sie da eigentlich verarscht wird. Komm, wir lassen diesen komischen Typen da einfach seine Luftgitarre spielen. Ja, und ich hab's auch bis zum Ende durchgezogen. An diese zwei Ereignisse kann ich mich noch gut erinnern und das musste ich jetzt einfach mal loswerden, bevor ich es komplett vergesse. Ich weiß auch gar nicht, was das für eine Party war und was das für Kameras waren. Es war, denke ich mal, so ein Top-of-the-Pops-Ding mit Live-Fernsehen und deswegen auch die Securities, die darauf aufgepasst haben, dass alles schön live über die Bühne geht. Und beim Sonnenaufgang war die Party vorbei und dann ging es auch wieder zum Troma-Apartment. Der Tag ist geschafft, ja. Ja, dann bis nächstes Mal. Kann man in Cannes können müssen oder kann in Cannes müssen können? Oh, nur Oliver Kahn kann. Hallo? Ist hier jemand? Jemand? Pisst, nicht so laut. ja, was steht hier anstatt Psst? Hat er Pisst geschrieben? Oh Mann, das ist witzig. Geil. Tschüss.